Velvet, ich glaube, ich bin ganz froh, dass wir hier beim Wochenendschloss von Kaiserin Maria Theresia leben und nicht in Wien in der Hofburg. Wieso denn, Dancer? In der Stadt tut sich immer was, das ist lustig. Ja, aber die Kollegen in der Hofreitschule sind schon in der Morgenarbeit, während wir noch die Morgensonne genießen. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Dann schnallen wir es an und beginnen. Herzlichen Dank, Herr Nowotny, dass Sie auf Trab sind und für eine weitere Folge, was man von der spanischen Hofreitschule lernen kann, zur Verfügung stehen. Ja. Diesmal geht es um eine Spezialität von Ihnen auch, um einen korrekten bzw. unabhängigen Sitz. Doch vielleicht könnten Sie sich vorher ganz kurz vorstellen, im Schnelldurchlauf, auch Ihrem Werdegang bei der spanischen Hofreitschule. Ja, hallo, mein Name ist Markus Nowotny. Ich bin im September 1983 geboren, wurde dann mit 16 Jahren im November 1999 als Eleve an der spanischen Hofreitschule aufgenommen und wurde dann 2007 zum Bereiter ernannt. Mhm. Und wie geht's dann normalerweise in der Hofreitschule weiter? Na, als Bereiter hat man ja schon den wichtigsten Part bei uns bewiesen. Absolviert, genau. Das heißt eben, dass man ein junges Pferd selbstständig fertig ausgebildet hat, bis zur höchsten Klasse. Dass das Pferd dann auch in der Vorführung eben zum Zeigen ist und zum Vorführen ist. Und ja, das ist dann so quasi das alltägliche Hauptziel oder die Hauptarbeit, dass man jeden Tag Pferde und natürlich auch die jungen Reiter ausbildet. Mhm. Und wie ist es eigentlich? Haben Sie eigentlich diesen Durchlauf mit ein und demselben Pferd gemacht? Das wäre vielleicht noch interessant für die Hörerinnen, ob man da praktisch einen Hengst hat, den Sie quasi immer noch reiten, nehme ich an. Genau, als Bereiteranwärter bekommt man mal einen Hengst zur Verfügung gestellt und bis man den einmal fertig ausgebildet hat, hat man eben nur diesen einen Hengst. Der Hengst ist bei mir leider schon in Pension gegangen. Dann, wenn man eben Bereiter ist, dann kriegt man alle 2-3 Jahre, kommt drauf an, eben wie schnell man auch in der Ausbildung ist mit den Pferden, wieder ein junges Pferd zugeteilt. Weil das Hauptziel soll ja sein, dass man in so vielen Programmpunkten in der Vorführung ein Pferd zur Verfügung hat, weil jedes Pferd bei uns das sind ja Spezialisten, die werden ja nur für einen Programmpunkt der Vorführung ausgebildet. Und da ist natürlich das Ziel für jeden Bereiter, dass man natürlich so viel Pferde oder so viel Programmpunkte wie möglich in der Vorführung bespielen kann. Und dann ist ja auch immer wichtig, dass ja dann, wenn ein Pferd in Pension ist, soll ja eben auch das Ziel sein, dass man schon die Jahre davor ein Nachwuchspferd ausbildet, dass das dann so quasi flüssig übergeht. Dass wenn der eine Hengst in Pension geht, der nächste ausgebildete Hengst schon diesen Programmpunkt so quasi wieder erfüllt. Haben dann Pferde bei der Hofreitschule auch ein gesetzliches Pensionsalter von umgerechnet 65 oder wie funktioniert es da? Naja, unsere Pferde, und auf das sind wir eigentlich ganz stolz und das beweist immer wieder unsere Ausbildung, dass wir uns ja lang Zeit lassen in der Ausbildung und wir sagen ja auch immer, die Pferde geben das Tempo vor in der Ausbildung und so sind unsere Pferde bis zu 22, jetzt gerade haben wir 2 24-jährige Hengste, auch noch in der Vorführung, die auch noch mit auf Tournee gewesen sind. Toll. Die sind eben so fit und gesund, dass die ohne weiteres eben noch in der Vorführung mitgehen können. Und aber so mit 24 sagt man dann dürfen sie auch in Pension gehen. Und ich habe ja gesehen, Ihre Europatour war ja fast nicht enden wollend. Und das ist ja doch sehr anstrengend für Reiter und Pferd, nehme ich an. Ja, natürlich. Also die ganzen Auslandstourneen, ein neuer Platz wieder, neue Halle, die Hallen natürlich größer als in Wien drinnen, die Zuschauer auch näher, aber trotzdem sind ja hauptsächlich auch erfahrene Pferde mit dabei. Dann immer wieder, gerade heuer haben wir sehr viele junge Pferde mit dabei gehabt, aber
da ist halt einfach so viel Vertrauen zwischen Pferd und Reiter, dass die Pferde uns vertrauen, wenn wir denen das Gefühl geben, die brauchen da keine Angst haben und die können da hingehen, auch wenn sie sich ein bisschen unsicher fühlen. Und genauso ist dann das Vertrauen vom Pferd eben zu uns oder vom Reiter zum Pferd, dass wir ihnen dann vertrauen und die genauso die Leistung abrufen können wie eben zu Hause. Und heuer war eben eine ganz tolle Tournee. Und Vertrauen, wie gesagt, das ist das große Ganze. Dazu gehört natürlich auch der korrekte Sitz, insofern, Richtig. dass man das Pferd nicht stört. Und darauf würde ich mich jetzt sehr konzentrieren. Also ich selber weiß, dass das endenwollend ist. Also ich bin seit Jahren im Sattel und habe immer noch nicht den korrekten Sitz verstanden. Aber was verstehen Sie eigentlich unter korrekten Sitz in der Hofreitschule? Der korrekte Sitz ist für mich oder generell für uns in der spanischen Hofreitschule, wenn der Reiter oder die Reiterin eben ausbalanciert, im Gleichgewicht und eben ganz wichtig, unabhängig von der Bewegung des Pferdes sitzen kann. Das ist für uns eben das Um und Auf das, was jeden Tag nicht nur bei den jungen Reitern geschaut wird, sondern auch bei den Bereitern oder auch noch die Oberbereiter immer wieder man sich selber Feedback von den anderen Reiter holt, ob man zum Beispiel in einer Traversale mitgedreht sitzt oder ob die Fersen tief sind, ob man locker sitzt. Also das ist eigentlich unser Hauptaugenmerk auf den Sitz. Und wie lernen Sie den? Man muss ja gar nicht perfekt Dressur reiten können, wenn man als Eleve oder überhaupt bei der Spanischen beginnt. Genau. Wie beginnt denn da eigentlich die Ausbildung an der Sitzlounge oder am Simulator heute oder sofort in der Reitbahn? Wie funktioniert also das? Am Simulator haben wir nicht. Wir machen, unsere Ausbildung beginnt wirklich gleich am Pferd, aber eben an der Longe. Der junge Reiter sitzt ohne Steigbügel und auch ohne Zügel am Pferd und wird von einem erfahrenen Bereiter oder Oberbereiter longiert. Und am Anfang natürlich einmal im Schritt, ist ganz klar. Und da wird eben die richtige Position den Reiter beigebracht. Also dass wenn man von oben beginnt, dass man halt den Brustkorb schön anheben soll, die Schultern sollen hinten sein und dann locker runterfallen. Dann eben das Becken runter und die Beine. Also auch ganz wichtig ist ja immer, dass Schultern, Gesäß, Ferse eine Linie ist. Was man ja auch leider ganz oft sieht, dass eben die Linie bei vielen Reitern eben unterbrochen ist und dann oft eben so in einen Stuhl oder in einen Spaltsitz kommt. Und das beginnt bei uns eben tagtäglich für die jungen Reiter an der Longe und mindestens einmal ein Jahr, sagt man, wo die jungen Reiter gerade dann in der Bewegung, in Trab und in Galopp, wirklich nur an der Longe das erlernen. Zusätzlich dazu dürfen die jungen Reiter dann vielleicht manche Pferde aufwärmen im Schritt oder abgehen im Schritt, damit sie eben da noch zusätzlich Zeit am Pferd verbringen und eben am Pferd dann das, was sie an der Longe erlernen, immer wieder selbstständig durchgehen. Und da sieht man jetzt aber schon genau, wo wahrscheinlich das heute hapert im Freizeitbereich, in der Ausbildung. Es bietet fast keiner mehr Lohnstunden an, weil es zu teuer ist oder nicht rentabel für den Betrieb. Aber das wäre eigentlich das sehr Wichtige für die Sitzschule. Ja, das ist eigentlich für uns und eben für mich das Um und Auf. Und ich kenne aber Gott sei Dank genug Reiterinnen, die schon immer wieder anfragen wegen nur einer Sitzlounge. Das finde ich eben so wichtig und so gut, dass da genug Reiter dann selber auf die Idee kommen und vielleicht dann nachforschen, wenn die eine oder andere Lektion nicht so funktioniert oder wenn man sich selber unwohl fühlt am Pferd, dass die dann probieren, sich irgendwo Hilfe zu holen, um eben wirklich nur longiert zu werden. Dass sie sich wirklich rein nur auf den Sitz konzentrieren können. Das raten Sie eigentlich auch jedem, der vielleicht auch selbst fortgeschritten ist. Das machen Sie wahrscheinlich auch hin und wieder, eine Sitzlounge, oder?
Also auf jeden Fall. Ich rate es auf jeden Fall an jeden, der sich eben ein bisschen unwohl fühlt und vielleicht gerade eine Gelegenheit hat, vielleicht das eigene Pferd brav an der Longe rennt, dass er sich irgendeinen Stallfreund, Freundin nimmt, der dann das Pferd longieren kann und man sich eben wirklich dann wieder ein paar Mal rein nur auf den Sitz konzentrieren kann. Gehen wir vielleicht mal die einzelnen Bausteine durch, um die richtigen Positionen zu bringen für einen unabhängigen Sitz. Also wo sind die Fersen? Man sagt immer so schön, Fersen sollen federn. Also sie sollen ja nicht nur tief sein, sondern sie bewegen sich ja, wenn man ihre Bilder anschaut. Vielleicht können Sie da einen Tipp geben. Genau, also wir machen es oder ich mache es auch selber immer wieder gerne. Ich stelle mich gerne auf eine Stufe mit den Fußballen und lass halt die Fersen so ein bisschen runterfedern, damit das dann so quasi ein bisschen simuliert wird, wie man dann in einem Steigbügel drinnen steht. Und am Beginn oder wenn man die Möglichkeit hat, dass man longiert wird oder vielleicht auch einmal, dass man die Steigbügel, wenn man reitet, einfach einmal weggibt und da probiert ohne Steigbügeln so quasi die Fußspitzen immer anzuheben, dass das Bein, muss das Ziel sein, so lang wie möglich ist, dass man sich nicht mit Oberschenkel und Knie anklammert und dann eben die Ferse so quasi hochgezogen ist und die ganze Zeit dann im Bauch vom Pferd reindrückt, sondern das Ziel muss ja sein, dass ja die langes Bein, das mit der flachen Wade treibt und die Zehenspitzen eben leicht angehoben sind und die Ferse locker runterfedert. Sie haben es gerade angesprochen, flache Wade, weil irgendwie ist der Unterschenkel ja oft das Stiefkind. Man denkt ans Knie, man denkt an die Fersen, man denkt an die Oberschenkel. Wo sollten die Unterschenkel liegen? Und wie bekomme ich einen flachen Unterschenkel? Wie übt man das? Der flache Unterschenkel beginnt für mich, oder wenn ich auch die jungen Elevinnen oder Eleven longiere, eigentlich schon ab der Hüfte mit dem Oberschenkel. Also wir haben da ganz eine gute Übung, wenn man dann mit der Hand so quasi in den Oberschenkel reingreift von hinten und den Oberschenkel so quasi flach nach hinten zieht. Flach legt. Dann kommt ja auch automatisch der Oberschenkel, das Knie und dann ist ja auch automatisch schon einmal der Unterschenkel flach am Pferdebauch. Wenn schon der Oberschenkel oder das Knie sieht man so oft, wenn dann das Knie so offen ist, das heißt, dann ist ja schon der ganze Oberschenkel auch falsch ausgedreht, das Knie offen und dann natürlich ist auch Unterschenkel und die Zehenspitze ausgedreht. Also wichtig ist, dass man schon von oben den Oberschenkel immer wieder flach nimmt, eben mit der Hand reingreift nach hinten, den Oberschenkel flach nimmt, dann ist schon einmal Oberschenkel, Knie und dann eben auch der Unterschenkel flach am Pferdebauch anliegend. Das könnte man eigentlich beim Warmreiten schon ein bisschen machen im Schritt, nehme ich an. Genau, unbedingt. Also all diese Sachen, den Sitz selbstständig durchgehen, geht natürlich auch am leichtesten in der Schrittarbeit. Und das ist eben das Wichtigste, dass man sich nicht immer nur, gerade bei uns in der spanischen Hofreitschule, dass man den jungen Reitern das nicht jeden Tag 1000-mal sagen muss, sondern das muss wie ein Gebet automatisch in den Kopf rein und so wie alle unsere Bereiter, wie alle Reiter und auch die Oberbereiter, wir kontrollieren uns selbstständig. Also wenn wir Schritt gehen, wird man immer wieder sehen, dass wir uns selbstständig den Brustkorb anheben, die Schultern zurücknehmen, den Oberschenkel eben flach nimmt, die Zehenspitzen leicht anhebt. Und das ist eben gerade in der Schrittarbeit das Wichtigste, dass man da die ganze Zeit an seinen Sitz arbeitet. Dann gehen wir noch zum Knie. Also beim Springen ist klar, das ist immer das erste Knie zu. Wie ist das in der Hofreitschule? Wie bekommt man das Knie dort geschlossen? Eben mit dem mit dem Flachlegen, oder? Genau, richtig. Eben mit den Flachlegen kommt eben schon das Knie automatisch auch flach an den Sattel. Und bei uns ist halt auch noch wichtig, dass man sich nicht zu viel mit Oberschenkel und Knie an der Sattelbausche anklammert. Also es soll ja das Bein von der Hüfte weg
bis runter zur Ferse ausgestreckt sein, nicht verkrampft, aber eben lang sein das Bein, dass man eben sich nicht mit Oberschenkel und Knie festklammert, dass man nicht dann das Pferd in der Bewegung in der Mitte so quasi blockiert, indem man dann sich festklammert. Und dann sind wir bei Becken, Hüfte, Gesäß. Haben Sie da auch eine gute Übung, wie ich da in die Balance komme, dass ich auch richtig auf den Sitzhöckern sitze und nicht davor, nicht dahinter? Ja, das ist eigentlich dann nur Übungssache durch jahrelanges Üben. Und wenn man aber eben den Brustkorb anhebt und den Oberkörper schön gerade hat, die Unterschenkel dann eben, wie ich gerade gesagt habe, flach nimmt, dann verschiebt sich das Becken in die richtige Position. Das stimmt. Wichtig dabei ist, oder was ich auch immer wieder sage, dass man vielleicht, wenn man sich noch etwas schwerer tut beim Aussitzen, erst einmal vielleicht nur kurze Reprisen macht, nach einem Schritt-Trab-Übergang, dass man nur so lange in Trab bleibt, bis man sich halt wohlfühlt, und sobald man sich selber unwohl fühlt und nicht dann verkrampft eben im Aussitzen bleiben und halt irgendwie sich festklammern, sondern entweder macht man wieder einen Übergang zurück im Schritt, koordiniert man wieder den Sitz, oder man geht dann über ins Leichtreiten. Beim Leichtreiten ist ja auch wieder einfacher, dass man den Oberkörper sich aufrichtet, dass man wieder das Bein lang macht, dass man locker eben in die Steigbügeln den Fußtritt so quasi beim Leichtreiten macht, und damit das Bein auch wieder lang kommt, den Steigbügel tritt, und dann eben wieder vielleicht ein paar Takte ins Aussitzen übergeht, dass man eben auch ein gutes Gefühl hat beim Aussitzen. Und es bringt nichts, verkrampft lange ausgesessen zu bleiben, wenn eben vielleicht das Pferd ein bisschen schwierig ist auch zum Aussitzen. Jedes Pferd hat natürlich eine andere Bewegung. Und wenn man da in der Bewegung nicht so zurechtkommt, ist besser eben wieder mal leicht reiten oder auch in Galopp übergehen. In Galopp ist ja auch dann meistens einfacher als wie im Trab. Und ja, einfach kürzere Reprisen machen beim Aussitzen. Das ist ein guter Rat, aber wie machen Sie das bei Aufführungen, wenn Sie jetzt einen hohen Krampf kriegen würden? Sie können sich ja dann nicht kurzfristig völlig entspannen, das geht ja dann nicht. Oder machen Sie das innerlich oder mental, oder wie funktioniert das? Ja, genau. Also wenn bei uns einmal ein Reiter so weit ist, dass er ja bei der Vorführung auftreten darf, dann muss ja das schon selbstverständlich sein. Dass man, da muss ja der Sitz schon perfekt passen, und auch wenn man sich kurz einmal irgendwo, wenn sich das Pferd schreckt zum Beispiel, und man muss natürlich kurz einmal mehr die Beine zumachen, oder man ist kurz einmal mehr verkrampft, dann muss es schon so verinnerlicht sein, dass man sich in der nächsten Sekunde wieder entspannt, korrekt hinsetzt, und da hat man natürlich keine Zeit, dass man da kurz einmal einen Übergang reitet oder kurz einmal leicht reitet. Aber wie gesagt, wenn einmal ein Reiter von uns in der Aufführung mitreiten darf, in der Vorführung, dann muss das sowieso automatisiert sein. Und denken Sie eigentlich jetzt auch, also nochmal zu dem Becken, Hüfte und Gesäß, wenn wir jetzt ein bisschen rübergehen, arbeiten Sie auch zum Beispiel mit dem Bauchnabel, oder dass Sie so praktisch an ihn denken beim Durchparieren oder so, oder ist der Bauchnabel kein Körperteil, mit dem man so intensiv arbeiten? Diesen Ausdruck habe ich noch nie gehört und verwenden wir auch nicht in der spanischen Hofreitschule. Bei uns ist eben ganz wichtig immer dieses Ausatmen halt, dass man eben bei den Übergängen ausatmet, oder ganz wichtig, die ganze Zeit beim Reiten immer wieder an die Atmung nicht vergisst. Nicht die Luft anhält, sondern immer wieder an das Ausatmen, dass man eben dann im Bauch und generell in der Hüfte dann locker bleiben kann. Arbeiten Sie eigentlich auch für das Training mit Hilfsmitteln wie Franklin-Bällen, um geschmeidiger zu werden, oder? Nein, gar nicht. Das gar nicht. Okay. Gar nicht. Dann sind wir bei den Unter- und Oberarmen und Ellbogen. Gibt's da, also erstens, wo gehören die genau hin, und gibt's da Übungen? Also wir verwenden generell gerne mal an der Sitzlounge, dass einmal die Schultern auch zurückkommen. Ist ja nicht nur, dass man immer wieder dran denkt, den Brustkorb anzuheben, dass eben den Brustkorb zwischen den Schultern immer wieder rausstrecken, sage ich ganz gern. Wir haben dann so gewisse Übungen, eben dieses Hände rückwärts kreisen
oder Schultern rückwärts kreisen. Also ein paar solche Übungen, die eben dann trainieren, damit die Schultern nach hinten kommen. Und wichtig eben dabei ist dann auch immer wieder auch ausatmen, ausschütteln, damit dann eben auch die Hand locker an der Longe runterbaumelt und nicht, was ja natürlich oft bei den jungen Elevinnen passiert, dass dann die Hände eben so ein bisschen steif runterhängen, weil sie eben noch nicht ganz im Gleichgewicht sitzen. Drum macht man solche Übungen, damit man dann auch nach diesen Ausschütteln, damit eben von der Schulter weg der ganze Arm locker runterhängt. Apropos Ausschütteln, bei jeder Sportart, sei es Leichtathletik oder beim Skifahren, tut man sich aufwärmen. Wärmen Sie sich zum Beispiel auch oder machen Sie auch vorm Aufsitzen noch Gymnastik oder machen Sie das alles mit dem Pferd sozusagen, die Aufwärmphase? Also ich glaube, jeder macht es für sich selber. Also ich mache das auch für mich selber, gerade wenn ich eben die Schulsprünge reite oder springe, dann dehne ich mich natürlich ein bisschen auf und so handhabt das eigentlich auch jeder Reiter für sich selber, welche Dehnungsübungen er macht oder wie er halt dann schon einmal locker aufs Pferd aufsteigt. Da gibt's jetzt da keine bestimmten Übungen dafür. Und ist es eigentlich in der Hofreitschule auch das Bild, dass man aus dem Ellbogen reitet und praktisch die Unterarme eine Verlängerung sind oder arbeiten Sie da nicht mit solchen Bildern? Wie funktioniert das? Also bei uns ist eben wichtig, dass Schulter und Ellbogen eben der Oberarm locker am Oberkörper angelegt ist und dass dann eben vom Ellbogen, Unterarm, Hand und Zügeln bis zum Pferdemaul eine Verbindung ist. Dass dann nicht eben die Fäuste vielleicht zu hoch getragen werden, was ja auch oft passiert. Also auf diese Linie achten wir. Und dann, die Einwirkung gibt man hauptsächlich eben nur durch vielleicht die Finger zusammendrücken, wie wenn man eben einen Schwamm ausdrücken würde oder einfach die mit der ganzen Faust und mit dem Sitz dazu, mit dem Gesäß den Übergang reiten. Vielleicht noch zu den Händen und Fäusten. Was sind denn da die häufigsten Fehler der Eleven? Das ist Eindrehen oder das ist nicht aufrecht halten oder was sind da die Probleme? Genau, ganz oft sieht man, dass die jungen Reiter und Reiterinnen die Fäuste so eingedreht haben. Das heißt, wie wenn sie auf einem Rad oben sitzen würden. Und wenn man es dann eben so eingedreht hat, dann dreht man auch automatisch so ein bisschen den Ellenbogen weg vom Körper. Also da ist wichtig, dass man die Faust ausdreht, dass der Daumen nach vorschaut. Dann hat man eben auch gleich wieder automatisch den Ellbogen am Oberkörper angelegt. Und wenn Sie dann schon so weit sind, dass Sie die Zügel in die Hand nehmen dürfen, dass Sie locker die Faust immer wieder schließen, dass Sie nicht so mit offenen Fingern reiten. Genau. Also die Faust gehört immer geschlossen. Aber nicht verkrampft geschlossen, nehme ich an. Genau, der Daumen ist verkrampft darf sowieso gar nichts sein. Aber oft sieht man halt, dass sie es nur so ein bisschen schwammig in der Hand haben, die Zügeln, und nicht das gewisse lockere Gefühl haben, dass die Faust trotzdem schließen. Jetzt haben Sie das kurz angesprochen. Ich habe auch so ein wunderschönes Bild von Ihnen mit einem Sprung. Gibt es da spezielle, weil Sie gesagt haben, da müssen Sie Dehnungsübungen machen. Was ist denn da beim Sitz bei den 3 verschiedenen Sprüngen besonders zu beachten oder wie sitzen Sie da drauf, damit Sie das Pferd nicht stören? Für die Kapriole ist eben ganz wichtig, dass man da natürlich dann Oberschenkel und Knie oder das ganze Bein macht man dann natürlich dann zu, dass man eben erstens mal auch im Sprung schon nicht das Gleichgewicht verliert und dann das Pferd aus seinem Gleichgewicht bringt. Und dann das Wichtigste ist bei der Landung, dass man dann bei der Landung möglichst so gut wie möglich eben wieder fein oder sanft in den Sattel eintaucht und nicht eben, weil ich bin ja da schon ziemlich weit weg vom Sattel während dem Sprung, dass man nicht dann bei der Landung
voll reinplumpst in den Sattel, weil sonst, das geht natürlich auf dem Rücken vom Pferd und der wird dann das nächste Mal eben mit einer schlechten Erfahrung wegspringen oder dann ein bisschen Angst haben, weil er das mit Schmerz verbindet und dann vielleicht gar nicht mehr in die Luft springen. Also da ist eben dann das Wichtige, dass man so geschlossen wie möglich so quasi sitzen bleibt, dann bei der Landung eben sanft wieder in den Sattel rein eintaucht. Aber das ist ohnehin jetzt wirklich hohe Schule. Das wird wahrscheinlich erst gemacht, wenn man schon bereiter ist oder schon als bereiter Anwärter. Genau, manchmal kann man eben, wenn man Glück hat und ganz geschickt ist, auch als bereiter Anwärter, dann nimmt vielleicht ein erfahrener Bereiter, der gerade sein Pferd für den Sprung an der Hand ausgebildet hat und zum Beispiel sagt, das Pferd ist jetzt da schon nur an der Hand genug im Gleichgewicht, in einer Kapriole zum Beispiel, dann kann er sagen, oder wenn man dann Glück hat als bereiter Anwärter, kommt dieser Bereiter zu einem und fragt ihm, ob er sich einmal draufsetzen kann bei der Handarbeit. Und so erlernt dann eben auch schon der junge bereiter Anwärter die Bewegung eben in einem Schulsprung. Das ist genauso dann wie an der Longe, das heißt, der Reiter, der dann oben sitzt, hat auch wieder Bügeln sowieso nicht, weil die Sprünge werden ja ohne Bügeln geritten und aber auch keine Zügeln in der Hand und er kann sich da während diesem Sprung nur auf den Sitz konzentrieren. Schön. Und wie ist es eigentlich jetzt? Haben Sie mal die Bausteine durchgegangen? Aber genauso wichtig ist natürlich, die einzelnen Bausteine so zu verbinden, dass die auch unabhängig bleiben. Wie üben Sie das eigentlich? Ja, also am Beginn von der Longearbeit sitzen Sie mal eben ohne Steigbügeln und ohne Zügeln am Pferd, in allen 3 Grundgangarten natürlich. Und dann wird einmal dazu genommen in der Longe, dass die jungen Reiter und Reiterinnen die Zügeln in die Hand nehmen dürfen. Und da wird an der Longe eben dann auch schon gearbeitet mit Übergänge reiten, dass sie eben dann auch langsam die Übergänge eben ins Sitz einleiten und dann eben vorsichtig die Hand ein bisschen dazu nehmen. Das Wichtigste ist ja auch in der Reiterei, dass man das Tempo in jeder Grundgangart mit dem Sitz halten kann. Ganz oft sieht man ja auch leider, was natürlich auch unseren jungen Reitern oft passiert, dass sie sehr oft probieren, das Tempo nur mit den Zügelhilfen oder mit der Zügeleinwirkung zu kontrollieren. Das ist aber falsch. Also das Wichtigste ist ja, dass man immer das Tempo mit dem Sitz kontrolliert, die Übergänge mit dem Sitz einleitet und dann kommt eben Schenkel dazu und dann eben auch die Zügeleinwirkung. Und das wird eben mit den jungen Reitern an der Longe so lang trainiert, bis sie dann eben das einmal beherrschen, dann dürfen sie eben erst frei reiten, damit sie auch, wenn sie die Zügel in der Hand haben, zum Beispiel mitgedreht am Pferd oben sitzen, das heißt eben, dass der Oberkörper, die innere Schulter mitgedreht ist, dass sie nicht seitenverkehrt oben sitzen, dass bei den Übergängen eben der Oberkörper gerade bleibt und die Schenkellage sich nicht verändert. Ja, so wird das Stück für Stück eben automatisiert, bis sie dann eben wirklich auch dann mit den Hengsten frei in der Reitbahn reiten dürfen. Sie kämpfen mit denselben Schwierigkeiten beim Reiten wie die ambitionierten Freizeitreiter. Ja, natürlich. Vielleicht könnten Sie abschließend noch, haben Sie da noch einen Tipp oder wie trainieren Sie jetzt Eleven, die also zum Stuhlsitz neigen oder andererseits zum Spaltsitz neigen? Also wir gehen konsequent immer wieder unsere Übungen durch. Also da gibt's dann, wenn einer zum Spaltsitz neigt oder zum Stuhlsitz, dann muss man sich halt mehr auf die Schenkellage vielleicht konzentrieren bei einem Stuhlsitz, dass man eben immer wieder eben vermehrt dann den Oberschenkel eben flach nimmt, damit der Oberschenkel, Knie und Unterschenkel eben wieder flach eben am Pferdebauch liegt. Aber prinzipiell haben wir unsere Übungen, die sich eben bewährt haben und die werden halt dann vermehrt geübt, wenn man es eben braucht und die anderen ein bisschen weniger, aber spezielle Sachen gibt's da eben nicht. Also man geht einfach wieder zurück zur Basis, dort wo es war. Genau.
Genau. Okay. Bei Ihnen findet ja die Selektion automatisch statt. Es kommen ja nicht so viele, so weit wie Sie jetzt schon sind. Beim Freizeitreiten ist das nicht so. Gibt es eigentlich Momente, wo Sie sagen, Menschen sind zu untalentiert fürs Reiten und sollten es bleiben lassen? Oder glauben Sie, dass man immer zu einer Harmonie findet? Nein, also überhaupt nicht bleiben lassen. Ganz im Gegenteil, mehr üben. Mehr üben. Nein, überhaupt nicht bleiben lassen. Bei uns an der Spanischen Hofreitschule ist halt der große Vorteil, dass wir halt eine Gruppe sind, die wir uns immer selber beobachten und selber korrigieren. Und dann natürlich, was halt der Freizeitreiter halt leider nicht hat, wir haben halt, oder auch unsere jungen Reiter, die sitzen halt auf so viel unterschiedliche Pferde oben. Mit unterschiedlichen Bewegungen, unterschiedliche Größe, und das hat halt leider ein Freizeitreiter nicht, wo es dann eben vielleicht länger dauert, damit er den ausbalancierten Sitz eben wirklich beherrscht. Das ist halt bei uns der große Vorteil. Aber auf keinen Fall aufhören zu reiten, sondern eher wirklich immer wieder selber sagen, wenn man irgendwo ein Problem hat, ich muss zurück an die Basis, weil erst wenn der Sitz perfekt passt, wenn ich unabhängig von der Bewegung des Pferdes sitzen kann, wenn ich dann die Hilfen, die Einwirkung unabhängig von der Bewegung geben kann, dann versteht mich auch das Pferd. Und darum ist da eben dann immer wieder wichtig, eben mehr Schrittarbeit zu machen, wenn möglich sich longieren zu lassen und wirklich sich auf den Sitz zu konzentrieren. Das waren ja jetzt wirklich sehr viele motivierende Schlussworte. Vielleicht haben Sie noch ein Buch oder ein Videotipp, abgesehen davon, dass es natürlich Sinn macht, Sie bei der Morgenarbeit zu beobachten. Wann treten Sie wieder auf oder wo kann man sich da als interessierter, ambitionierter Freizeitreiter vielleicht ein bisschen was abschauen von der Hofreitschule? Bei uns ist schon wieder Morgenarbeit. Eben das findet jeden Tag, eben von Dienstag bis Samstag, von 10 bis 11 Uhr findet das statt. Und dann Ende Februar beginnen eben auch wieder die Vorführungen. Und gibt's noch ein Buch oder Videotipp, den Sie gerade für die Sitzschulung empfehlen würden oder auch die Eleven? Ich nehme an, die müssen auch einiges lesen. Ja, genau. Also ich kann eine DVD sehr empfehlen. Das ist von einem ehemaligen Oberbereiter an der Spanischen Hofreitschule. Und zwar ist das vom Herrn Johann Riegler, Der geschmeidige Sitz. Das ist eine DVD und die kann ich sehr empfehlen. Sehr fein. Vielen Dank, Herr Nowotny. In Kürze liegt die Würze und Sie haben wirklich sehr viel erklärt und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit Ihnen. Es gibt auch viele Dinge, wovon die Freizeitreiter auch sehr viel von der Hofreitschule lernen können. Auf jeden Fall. Dankeschön. Danke, wiederhören. Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag.